Ein robustes Portfolio ist das Ziel von jeder Anlegerin und jedem Anleger. Verschiedene Anlageklassen reagieren unterschiedlich auf gewisse Ereignisse oder Marktphasen. Entscheidend für den Gesamterfolg ist, wie die einzelnen Positionen im Depot zusammenwirken. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Wer ein Portfolio mit verschiedenen Anlageklassen hat, mag glauben, dass er gut diversifiziert ist. Das gilt aber nur, wenn sich nicht alle Anlagen in die gleiche Richtung bewegen. Gibt es schlechte Nachrichten für die Weltwirtschaft, belastet das fast alle Aktienkurse. Brechen die Kurse an der US-Börse ein, schützen europäische Aktien das Portfolio nicht wirklich, auch sie geraten in einem Negativszenario unter Druck. Ein statistisches Maß für Gleichläufigkeit ist die sogenannte Korrelation. Man kann sie einfach berechnen, zumindest was Vergangenheit betrifft. Die entsprechende Skala geht von -1 bis +1. 0 bedeutet, dass es keinen linearen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Wertentwicklungen, weder gleich noch gegenläufig. +1 wäre perfekte Gleichläufigkeit. -1 wäre perfekte Gegenläufigkeit. Negative Korrelationen sind untypisch, aber wertvoll. Ein Wertpapier, das negativ zum Gesamtmarkt korreliert, kann die Schwankung vom Gesamtportfolio reduzieren. Grundsätzlich haben aber praktisch alle Aktien eine positive Korrelation untereinander. Wenn eine einzelne Aktie an einem guten Börsentag mal sinkt, dann hat es meistens firmenspezifische Gründe. Und das Gleiche gilt auch im umgekehrten Fall. In der heutigen globalisierten Welt laufen die Aktienmärkte von verschiedenen Kontinenten stark in Tandem. So liegt die Korrelation zwischen amerikanischen und europäischen Aktien bei recht hohen 0,8. Staatsobligationen korrelieren nur schwach mit Aktien. Historisch hat es sogar Phasen gegeben, wo sie negativ korreliert haben. Darum eignet sich Zinspapier, um die Wertschwankung von einem aktienlastigen Portfolio zu reduzieren. Ein anderes klassisches Beispiel von tiefer Korrelation gegenüber Aktien ist Gold. Besonders interessant ist, dass Edelmetall auch mit anderen sogenannten sicheren Anlagen wenig korreliert. Korrelationen sind aber nicht konstant und können sich auch kurzfristig stark verändern, vor allem in Stresssituationen. Das zeigt zum Beispiel der Liquiditätsengpass im Jahr 2008. Nach Ausbruch der Finanzkrise haben viele Marktteilnehmer rasch Geld gebraucht. Darum haben sie alles verkauft, was überhaupt noch Abnehmer gefunden hat. So sind die Kurse von Aktien und Gold phasenweise im Gleichschritt gesunken. Während aber das gesamte Jahr 2008 für Aktien katastrophal war, hat Gold im gleichen Kalenderjahr die Verluste wieder wettgemacht. Noch in guter Erinnerung ist auch das Jahr 2022. Damals sind viele Anleger enttäuscht gewesen, dass die alte Logik Aktien runter, Obligationen rauf ihre Gültigkeit verloren hat. In Franken gerechnet ist der Weltaktienindex MSCI World um gut 13% gesunken. US-Staatsanleihen haben aber wieder erwartet keinen Schutz geboten. Im Gegenteil, sie haben ihrerseits über 10% an Wert eingebüßt. Als sicherer Hafen hat wiederum Gold funktioniert, wo 2022 leicht zugelegt hat. Die beiden geschilderten Krisenjahre zeigen, warum man idealerweise Korrelationsdaten über längere Zeitraum nutzen sollte, um ein Portfolio zu strukturieren. Sinnvoll kann eine rollierende 10-Jahresperiode sein. Für die Optimierung von unseren Portfolios nutzen wir bei TrueWealth noch längere Zeiträume. Wie berücksichtigst du Korrelationen für deine Portfoliooptimierung? Schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.